Hey und herzlich willkommen. Wenn du einen Online-Shop hast, dann kennst du das bestimmt. Du willst bei Google ganz nach oben, aber ohne gleich ein Riesenfass aufzumachen, oder? Super, denn genau darum geht's heute. Ich zeige dir ein paar echt einfache Tricks für dein Ranking, die du sofort umsetzen kannst. Ja, wer einen Online-Shop schmeißt, der weiß, wovon ich rede. Diese SEO-To-Do-Liste, die wird einfach nie kürzer, stimmt's? Man hat das Gefühl, man wird förmlich erschlagen von all den Dingen, die man anscheinend tun muss. Und da fragt man sich doch, wo zur Hölle fange ich überhaupt an? Bei all dem Zeug, was man machen könnte, was bringt's denn jetzt wirklich? Wo investiere ich meine Zeit am besten, damit am Ende auch was bei rumkommt? Okay, die gute Nachricht ist, wir müssen uns gar nicht in allem verlieren. Die Lösung ist, sich auf die echten Hebel zu konzentrieren. Und genau das machen wir jetzt. Wir schauen uns 5 super effektive, aber einfache Strategien an, echte Quick Wins eben, die du quasi sofort umsetzen kannst und die auch schnell Ergebnisse bringen. Also, worauf warten wir? Das ist unser Plan für heute. Vom cleveren Content-Sandwich über mobile Texte, die unterschätzte H1, Alt-Tags bis hin zu den schnellen Erfolgen mit der Search-Konsole. 5 knackige Punkte, die die Sichtbarkeit deines Shops nach vorne bringen. Legen wir los. Okay, Punkt 1. Das clevere Content Sandwich. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, ist aber mega wichtig. Es geht nämlich darum, wo du deine Texte auf den Kategorieseiten platzierst. Das ist oft wichtiger als das, was du schreibst. Das kann echt über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Und so sieht dieses Sandwich aus. Ganz einfach. Ganz oben kommt die knackige H1-Überschrift mit einem kurzen Teaser. Das ist quasi der obere Teil von Brötchen, der User und Google sofort abholt. In die Mitte, also der Belag, kommen deine Produkte. Hier sollen die Leute ja ungestört shoppen. Und ganz unten als Basis kommt der ausführliche SEO-Text mit Überschriften, Links und allem drum und dran. Perfekt für Google und für alle, die wirklich ins Detail gehen wollen. So, nächster Punkt. Und der ist heutzutage, wo jeder auf dem Handy shoppt, wirklich entscheidend. Schaut mal hier. Die linke Spalte ist das, was du nicht tun solltest. Ein Mehr-Lesen-Button. Das ist Gift. Warum? Weil du damit wertvollen Inhalt vor Google und vor deinen Nutzern versteckst. Die goldene Regel ist, rechts, zeig den ganzen Text. Alles, was sofort sichtbar ist, bekommt von Google mehr Gewicht und die Chance, dass es jemand liest, ist unendlich viel höher. Also weg mit diesen Mehrlesen-Buttons. Okay, jetzt kommt ein Thema, das so oft vernachlässigt wird, es ist fast schon kriminell. Die H1-Überschrift. Das ist wahrscheinlich das stärkste On-Page-Signal, das du an Google senden kannst. Und so viele Shops lassen dieses Potenzial einfach liegen. Und hier sind die Regeln. Die sind nicht verhandelbar. Die H1 gehört ganz nach oben, muss das wichtigste Keyword haben. Also den Produktnamen, nicht irgendeinen Quatsch. Und ganz wichtig, sie ist nicht dein Logo und auch kein platter Marketing-Slogan. Also Hausaufgabe für dich, schau sofort nach, ob dein Shop-Theme das richtig macht. Nutzt es die H1 für den Seitentitel oder verschwendet es sie fürs Logo? Das musst du checken. Tipp Nummer 4: Alt-Tags. Ich liebe Alt-Tags, denn hier schlagen wir wirklich 2 Fliegen mit einer Klappe. Du tust was für dein SEO und du machst deine Seite besser für alle Menschen. Besser geht's doch gar nicht. Was ist ein Alt-Tag? Ganz simpel. Eine kurze, präzise Beschreibung von dem, was auf dem Bild zu sehen ist. Stell dir vor, du beschreibst das Bild jemandem am Telefon. Genau das hilft Google, deine Produkte in der Bildersuche zu finden. Und, super wichtig, es macht deinen Shop für Leute zugänglich, die Screenreader nutzen. Und bitte, das ist kein Ort, um einfach nur Keywords reinzuknallen. Beschreibe, was man sieht. Und das ist der springende Punkt. Google merkt sowas. Barrierefreiheit ist für Google ein immer wichtigeres Qualitätssignal. Wenn du deine Seite zugänglicher machst, sagst du Google quasi, hey, meine Seite ist hochwertig und nutzerfreundlich. Und das kann sich positiv auf dein gesamtes Ranking auswirken, nicht nur auf die eine Seite. So, und zum Schluss jetzt mein Lieblingstipp, weil er so schön datengetrieben ist. Wir gehen jetzt auf die Jagd nach den sogenannten Low-Hanging Fruits, also den Früchten, die ganz tief hängen und die man nur pflücken muss. Und wo finden wir die? In der Google Search Console. Du suchst dir die Seiten raus, die bei Google auf Position 11 bis 15 ranken. Warum genau die? Ganz einfach. Die stehen an der Schwelle zu Seite 1. Google findet sie schon ganz gut, aber es fehlt noch so ein klitzekleiner Schubs. Und warum dieser kleine Schubs so verdammt wichtig ist, seht ihr hier. Der Unterschied im Traffic zwischen, sagen wir mal, Position 11 auf Seite 2 und Position 8 auf Seite 1, der ist nicht einfach nur ein bisschen größer, der ist gigantisch. Das kann deinen Traffic für diese Seite mal eben verdreifachen oder vervierfachen. Und jetzt kommt das Beste.
Oft braucht es gar nicht viel, um diesen Sprung zu schaffen. Manchmal reicht es schon, den Title Tag ein bisschen zu optimieren. Oder du fügst eine neue relevante H2-Überschrift hinzu. Das ist der ganze Zauber. Finde diese Seiten und gib ihnen diese kleine, liebevolle Optimierung. So, das waren sie also, unsere 5 Quick Wins. Lass uns das nochmal schnell durchgehen. Erstens, das Content Sandwich. Zweitens, zeig den ganzen Text auf dem Handy. Drittens, nagel deine H1-Überschrift fest. Viertens, schreib gute Alt-Tags. Und fünftens, optimiere deine Seiten auf den Plätzen 11 bis 15. Das sind alles Dinge, die du, ganz ehrlich, noch heute anpacken kannst. Und wenn du eine Sache von heute mitnimmst, dann bitte diese hier. Gutes SEO ist kein technischer Hokuspokus, bei dem wir versuchen, Google auszutricksen. Gutes SEO ist am Ende des Tages einfach nur eine richtig, richtig gute User Experience. Es geht darum, es deinen Kunden so einfach und angenehm wie möglich zu machen, dann kommt Google von ganz allein. So, und jetzt bist du dran. Die Frage ist ja nicht, ob du was davon umsetzt, sondern was du als erstes anpackst. Welchen dieser Quick Wins schnappst du dir noch heute? Ich hoffe, da war was für dich dabei, um direkt loszulegen. Also, viel Erfolg und ran an die Arbeit!